Hallo liebe Freunde des einfach gut günstig Kochen und Backens, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es bei uns Pleškavica mit Djuvić-Reis. Die gezeigte Menge reicht für 3 bis 4 Portionen. Zuerst schneide ich eine rote Zwiebel in kleine Würfel. Die Zwiebel dünste ich in etwas Olivenöl in der Pfanne an. Dann kommt eine kleine Menge gewürfelte Karotte und Sellerie dazu. Das habe ich immer vorrätig eingefroren. Das Gemüse dünste ich, bis es gar ist. Dann messe ich 2 Teelöffel Natron ab. In ein hohes Gefäß zupfe ich die Blätter von 1 bis 2 Zweigen frischen Rosmarin und ein paar Zweigen Thymian. Dann gebe ich das gegarte Gemüse aus der Pfanne hinzu. Etwas Mineralwasser wird angegossen. Dann gebe ich ca. 3 Knoblauchzehen hinein, von denen ich den Keimling herausgeschnitten hatte. Das Ganze mixe ich schon einmal mit dem Pürierstab kurz durch. Dann gebe ich das Natron hinzu. Ich zerbrösele eine halbe trockene Semmel und weiche sie mit etwas warmer Milch ein. Nachdem die Brösel halbwegs aufgeweicht sind, gebe ich sie komplett zum Gemüse. Das wird kurz gemixt und kommt zurück in die Schüssel. Dann gebe ich ca. 400 Gramm gemischtes Hackfleisch hinzu. Das wird schon mal verrührt, dann kommt noch ein Ei hinein. Das alles wird gut vermengt und dann mit Salz und Pfeffer und mildem Paprika gewürzt. Als nächstes schneide ich eine Schalotte in kleine Würfel. In einer Pfanne erhitze ich etwas Olivenöl und gebe die Schalotten hinein. Während die Schalottenwürfel glasig dünsten, schäle und putze ich eine rote Paprika und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel. Wie der Djuvić-Reis genau gemacht wird, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Ich blende den Link dafür hier ein. Die
Hackfleischmasse wird auf ein Blatt Backpapier ausgebreitet und gleichmäßig verteilt. Dann schneide ich einen Schafskäse in dünne Scheiben und belege die Hälfte des Hackfleisches damit. Das Hackfleisch wird zum Pleschkawitza zusammengeklappt und die Lücken gut verschlossen. Wo eventuell Schafskäse herausschaut, muss die Masse sauber verschlossen werden. Das Pleschkawitza kommt für ca. 35 Minuten in den mit 180 Grad Umluft vorgeheizten Backofen. Zum Garnieren schneide ich noch eine halbe Gemüsezwiebel in halbe Ringe. Das Pleschkawitza kommt etwas später in den Ofen, damit es mit dem Reis gleichzeitig fertig wird. Der Reis benötigt ca. 45 Minuten. Wenn beides fertig ist, kann serviert werden. Das Pleschkawitza ist sehr saftig und locker, obwohl es außen schöne Röstaromen angenommen hat. Perfekt. Guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ihr verpasst dann auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann findet ihr noch weitere interessante Links. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.